Fachmelde der Fernmeldeeinrichtungen auf die Spur kommen. Er stellt fest, ob die elektrischen Anschlusswerte stimmen. Hier eine Leitung, auf der er 3 Anschlüsse misst. Nach seiner Kartei darf aber nur ein Apparat vorhanden sein. Der Besuch des Störungsdienstes steht ins Haus und das unerlaubte Tun kann dann teuer werden. Der Weg aus der Vergangenheit in die technische Gegenwart bestimmt auch das Telefonangebot der Post. Früher gab es nicht viel Auswahl am Postschalter. Heute kommt in kleineren Städten zweimal im Monat das Telefonmobil auf den Marktplatz mit Information, Beratung und Werbung. In größeren Städten, im sogenannten Telefonladen, dann das umfassende Angebot. Die Post verkauft dabei auch Nebenstellenanlagen in Konkurrenz zu freien Firmen. Die Apparate der Mitbewerber müssen allerdings erst von der Post zugelassen werden. Hauptanschlüsse gibt's nur bei der Post und da versucht sie durch äußeres Ansehen und technische Varianten Marktbewegungen zu folgen oder ihrerseits Kundenwünsche zu wecken. Doch jeder Sonderwunsch kostet Geld. Nur beim Standardtelefon mit Wählscheibe sind sie frei von Extrakosten. Wer lieber tastet statt wählt, zahlt monatlich 3,50 Mark extra oder einmal 212 Mark. Eigentum der Post bleibt der Apparat aber trotzdem. Es gibt natürlich auch da unzulässige Alternativen ohne FTZ-Nummer. Zum Beispiel dieses Telefon für 95 Mark mit abschaltbarer Klingel und Mikrofon. Es hat Letztnummernwiederholung. Für 50 Mark mehr noch einen 10-Nummern-Speicher. Verkauf erlaubt, Benutzung unzulässig. Aber es funktioniert gut. Ähnliches gibt es auch bei der Post mit weiteren Zusatzeinrichtungen. Unbesorgt kann man Freunde besuchen, wenn zu Hause das Komforttelefon Alpha steht. Beim sogenannten Babyruf kann es so geschaltet werden, dass jeder Tastendruck zu einer Nummer führt. Daneben Wahlwiederholung, Mithöranlage und 10-Nummern-Speicher. Eine gute Idee, aber teuer. 11,80 Mark im Monat oder einmalig 700 Mark. Ja, ich komme. Läuft zu Hause, läuft irgendwas schief, ich muss nach Hause. Billiger, wenn auch ohne Babyruf, geht's, wenn man einen Nummernspeicher mit einem Standardtelefon kombiniert. Einfache Geräte im Warenhaus kosten ab 200 Mark. Bei 600 Mark können Sie schon eine Stoppuhr einschalten, Gespräche auf einem Kassettenrekorder mitschneiden, mit aufliegendem Hörer wählen, bis 100 Nummern speichern und natürlich auch mithören. Ja, bitte, wer ist dort? Telefonkomfort direkt aus der Zentrale. Das gibt es in einigen größeren Städten bei elektronisch gesteuerten Ortsvermittlungen. Für mehr Geld und mit mehr Tücken. Wer erst abnimmt und dann zum Beispiel die Nummer sucht, erlebt Überraschungen. Ach, auch das noch. Er hat den Hörer vergessen, das Wählsystem nicht. 5 Minuten lang Besetzzeichen, dann Vollsperrung. Das System prüft sich selbst durch. 15 Minuten lang geht nichts mehr. Schlecht, wenn dann gerade ein Notfall eintritt. Auch das telefonische Wecken geht heute elektronisch. Etwas wehmütig erinnert man sich an das Fräulein vom Amt, bei dem man seinerzeit den Weckruf bestellen konnte und das sich dann zur gewünschten Zeit freundlich selber meldete. Hier Fernsprechauftragsdienst, guten Morgen. Sie wünschten geweckt zu werden, es ist 6:30 Uhr. Bitte sehr. Heute schaltet das Fräulein vom Amt nur noch die Zeitansagen an, für 1,40 Mark. Wer an einer elektronischen Ortsvermittlung hängt, kann die Weckzeit sogar selbst eintippen. Nur 60 Pfennig kostet dann der automatische Weckruf. 6 Uhr, 30 Minuten und 14 Sekunden. Ja, danke. Auch Ruhe vorm Telefon kann man sich bei diesem System verschaffen für 3 Mark pro Schaltung und 1,80 Mark pro Tag. Der Anrufer hört dann: Teilnehmer wünschen zurzeit keinen Anruf. Für längere Nachrichten dann die zugelassenen Anrufbeantworter für 600 bis 3000 Mark, je nachdem, ob sie nur Ansagen liefern oder auch aufnehmen sollen, ob mit Fernabfragemöglichkeit oder gar mit Sprachsteuerung. Nicht immer ist der Preis von der Funktion der Apparate abhängig. Diese beiden Anrufbeantworter haben die gleichen Funktionen und sehen sich, nicht zufällig, sehr ähnlich. Der deutsche Hersteller benutzte das japanische Grundmodell, ersetzte die japanische Elektronik durch eigene, ließ die mechanischen Funktionen nahezu unverändert und erhielt eine FTZ-Nummer. Das japanische Gerät hat keine und wird dennoch auf dem deutschen Markt angeboten, zum halben Preis. Aber Vorsicht! Geräte ohne FTZ-Nummer können Leitungen sperren, wenn sie nicht richtig abschalten.
Doch manche funktionieren, auch ohne die FTZ-Nummer, sehr gut. Ruhe vorm Telefon gab es lange Zeit bei der Anlage mit Steckdose nicht. Aus technischen Gründen braucht das Steckdosensystem so einen Wecker und der war oft nicht abschaltbar. Die Post brauchte etwas Zeit, um Respekt vor der Privatsphäre und technische Ansprüche unter einen Hut zu bringen. Jetzt gibt es den regelbaren Wecker oder ein Relais, an das man zum Beispiel eine Lampe hängen kann. Nebenstellenanlage und Haustelefon in einem ist das Familientelefon. Jeder kann mit jedem sprechen, jeweils einer kann nach außerhalb telefonieren und den Besucher an der Haustür können Sie von jedem Apparat aus ansprechen. Die Preise fürs Telefon, die zum Teil ohne Marktkonkurrenz gestaltet werden, sollen den guten technischen Standard im Leitungsnetz sichern. Bezahlt werden müssen aber auch die hohen Prüfanforderungen für die Zulassung neuer Apparate. Ob es später in der Wohnung auch so ruppig mit dem Telefon zugeht wie beim Schocktest? Dauer- und Funktionstest beim Tastendruck garantieren später lange Lebensdauer und richtige Verbindungen. Gut auch für die Post, wenn sie nicht zu oft Apparate austauschen und entstören muss, denn das ist für den Kunden wirklich immer noch gebührenfrei. Auch der Service rund ums Telefon, zum Beispiel das Fernsprechbuch und die Auskunft, wird aus den Gebühren mitfinanziert. Beim telefonischen Ansagedienst werden sogar Gewinne gemacht, vor allem wenn Werbung dabei ist. Die Programme der Lichtspielhäuser mit den Anfangsbuchstaben L bis Z hören Sie unter der Rufnummer 11512. Das Allerheiligste der Post, der Gebührenzählerraum. Das Ticken der Gebührenzähler signalisiert regelmäßige Einnahmen für die Post. Da gibt es natürlich auch Fehler beim Zählen. Wer der Post oder Mitbenutzern des Telefons misstraut, kann mit dem posteigenen Zähler im Apparat kontrollieren. Das kostet 6,50 Mark extra im Monat. Nur schlecht, wenn einmal der Schlüssel stecken geblieben ist, dann stimmt nichts mehr. 1981 erstattete die Post 25.800 Mal Gebühren wegen möglicher eigener Zählfehler. Bei 250 Millionen Telefonrechnungen eine recht niedrige Fehlerquote. Eine elektronische Registrierung jedes Anrufs, wie sie in Großbetrieben oft üblich ist, sollte man sich deshalb im öffentlichen Netz nicht wünschen. Das Telefonnetz ist Mittel menschlicher Kommunikation. Besonders deutlich wird das, wenn nun auch der Gehörlose telefonieren kann. Mit dem Schreibtelefon kann er auch in die Telefonzelle gehen. Ein geschriebener Text wird in akustische Signale umgewandelt und einem der 3000 Gesprächspartner übermittelt, der ebenfalls so ein Gerät hat. Menschen, die nichts hören und oft nicht sprechen, können sich nun mit dem Fernsprecher erreichen. Die Post bietet auch ein Behindertentelefon für Leute an, die Hände und Arme kaum benutzen, schlecht hören oder sehen können. Den Telefonhörer muss man nicht abnehmen oder auflegen. Nur einschalten über eine der extra großen Tasten mit Druckkraftverstellung. Es hat Wahlwiederholung und 10 Nummernspeicher und Anschlüsse für Zweithörer mit Hörgeräte-Magnetfelderzeuger oder für eine Lampe zur optischen Unterstützung der Klingel. Monatsgebühr 20,50 Mark extra. Für insgesamt rund 30 Mark monatlich ist noch ein Steuergerät zur Fernbedienung mehrerer Elektrogeräte dabei. Übrigens kostet auch das kleine Komforttelefon Alpha mit 10 Nummernspeicher und Wahlwiederholung schon 11,80 Mark extra. Und ohne Telefon mit Wahlwiederholung wird es wohl bald kaum noch gehen. Denn wer weiter mit der Hand wählt, wird bei den immer stärker überlasteten Leitungen noch weniger Chancen haben, eine Gesprächslücke zu erwischen. Bauherren und Hausbesitzer, die ihre Fenster renovieren wollen, sollten sich rechtzeitig umfassend informieren, schon um gegen ominöse Sonderangebote vermeintlicher Fachbetriebe besser gewappnet zu sein. Wertvolle Hilfe können diese firmenneutralen Informationen bieten, die die RAL-Gütegemeinschaften Fenster kostenlos an alle Interessenten verschickt. Adresse: RAL Gütegemeinschaften Fenster, Bockenheimer Anlage 13,
in 6000 Frankfurt 1. Alte Benzinkanister machen schlapp. Davor warnen die technischen Überwachungsvereine. Vor allem Reservekanister aus Kunststoff unterliegen dem Verschleiß und können undicht werden, besonders wenn sie ohne Halterung im Kofferraum hin und her rutschen. Darum der dringende Appell, undichte oder poröse Kunststoffkanister ausrangieren und beim Neukauf auf richtige Kennzeichnung achten. Entweder DIN 16904 oder eine Prüfnummer der BAM, der Bundesanstalt für Materialprüfung. Ob ein Autoverbandkasten auch im Notfall seinen Zweck erfüllt, prüft kaum jemand nach. Zwar ist der Inhalt gesetzlich vorgeschrieben, doch das Gesetz sagt nichts über Qualität und Lebensdauer. Und deshalb lassen Sie Ihren Verbandkasten in einer Apotheke überprüfen. Überaltertes, wie Pflaster, die nicht mehr kleben, kann dann ausgetauscht, Verbrauchtes erneuert und Mangelhaftes durch Zusatzausstattung ergänzt werden. Diese Überprüfung sollte man entsprechend den TÜV-Terminen alle 2 Jahre wiederholen. Übrigens, die Erste-Hilfe-Ausrüstung darf nicht im Kofferraum, sondern nur im Wageninnern untergebracht werden. Die Sorge, dass beim Bremsen oder bei Unfällen ein Umherschleudern der Verbandbehälter die Insassen verletzen könnte, ist bei Verwendung der sicheren Verbandkissen überflüssig. Was tun nach einem Autounfall? Bei Sachschäden unter 3000 Mark pro Unfallfahrzeug kümmert sich die Polizei seit Januar nicht mehr um Fotos, Skizzen und Zeugenaussagen, die den Unfallhergang rekonstruieren. Das müssen die Unfallbeteiligten jetzt selber tun. Einzelheiten stehen in diesem Merkblatt, das der ADAC kostenlos an alle Autofahrer abgibt. Dazu gibt es solche genormten Unfallberichte, die die Unfallgegner gemeinsam ausfüllen und unterschreiben können mit allen Daten und Fakten, die man den Versicherungen zur Schadensregulierung melden muss. Zur Schuldfrage wird in diesen Unfallberichten übrigens nichts gesagt. Wer sich ein neues Auto anschafft, kann viel Geld sparen, wenn er das Autoradio nicht gleich mitbestellt, sondern nachträglich im Spezialhandel kauft und einbauen lässt. Komplettpreise der Automobilhersteller für vergleichbare Autoradios sind nämlich meist unangemessen hoch. Das stellte der ADAC bereits vor ein paar Jahren in einer groß angelegten Vergleichsuntersuchung fest. Und diese Situation hat sich bis heute im Wesentlichen nicht geändert. Außerdem hat man im Spezialhandel eine erheblich größere Auswahl an Geräten. Unfälle im Haushalt stehen nach wie vor in der Unfallstatistik ganz oben. Das Sicherheitslexikon für den Haushalt gibt Antworten, Ratschläge und Hinweise zur Unfallverhütung und zum Kauf sicherer Produkte. Es ist kostenlos zu beziehen vom nordrhein-westfälischen Ministerium für Arbeit, Pressestelle Horionplatz 1 in 4000 Düsseldorf 1. Lediglich einen solchen festen DIN A5 Rückumschlag mit Ihrer Adresse und mit 1,40 Mark frankiert sollten Sie Ihrer Bestellung beilegen. Schadstoffe in der Luft bringen nicht nur sauren Regen und Gefahren für die Wälder, sie schädigen auch unsere Lungen. Und weil chronische Atemwegerkrankungen, Bronchitis und Asthma ständig zunehmen, brauchen immer mehr Menschen Inhaliergeräte. Ein ergiebiger Markt also für die Hersteller. Zumal manche völlig gesunden Menschen der vielversprechenden Werbung vertrauen und sich durch vorbeugendes Inhalieren gegen die böse Umwelt und vor Erkrankungen zu schützen suchen. Doch das ist bereits ein gefährlicher Irrtum. Inhalieren ohne jeden Anlass kann das Bronchialsystem nur reizen und im Endeffekt schädigen. Auch gegen Raucherhusten hilft kein Inhalieren, sondern allein Schluss mit dem Rauchen. Inhaliergeräte sollte man also nur anwenden, wenn es wirklich nötig ist und möglichst dann bei regelmäßiger ärztlicher Kontrolle. Bei einem guten Gerät darf der Inhalationsnebel übrigens nicht aus zu kleinen Tröpfchen bestehen, weil die nicht genügend Medikament aufnehmen können. Und nicht aus zu großen Tröpfchen, weil die gar nicht bis in die Lunge vordringen. Leider wurden in der Vergangenheit auch immer wieder Geräte verordnet und von den Krankenkassen bewilligt, die ihren Zweck nicht erfüllen, ja sogar Schaden anrichten können. Ein erschreckender Zustand, dass Hersteller solche Produkte für die Heilbehandlung ohne Prüfung und ohne Beweise für die angepriesene Wirkung anbieten dürfen. Dabei, der nachfolgende Testbericht zeigt es, sind eindeutige Beweise durchaus zu erbringen.
sprudelnd heißes Wasser, Omas große Waschschüssel und ihr altes Hausrezept mit feinster Kamille. Fertig ist die Heimsauna für das leidende Erkältungsopfer. So und immer schön tief durchatmen. Die heilenden Dämpfe sollen ja noch in der Lunge wirken. Da allerdings wirkt mehr der gute Glaube, denn Viren sterben erst bei ca. 60 Grad ab. Aber immerhin, es schadet nicht und tut den oberen Luftwegen wirklich gut. Dann also lieber gleich einen Dampfinhalator. Der wird das produzierte Aerosol, das sind winzige Partikelchen von wenigen Mikrometern Durchmesser, schon in die Bronchien befördern. Nur leider erzeugt die kleine Dampfmaschine nichts als destilliertes Wasser. Das Medikament, das hier gerade beigegeben wird, bleibt zurück. Mögliche Folgen: Gesundheitsschäden. Destilliertes Wasser kann nämlich gerade bei Asthmatikern, die gläubig mit dem Gerät Linderung suchen, zu Anfällen führen. Und dieses Propellerchen? Nun, es dreht sich nur, wenn man drauf pustet. Wirkungslos, gesundheitsschädlich und das auf Krankenschein? Wie soll dann dem wirklich Leidenden geholfen werden? Es soll doch, und das gilt für alle Geräte, ein Aerosol gewonnen werden, das möglichst tiefgängig eingeatmet werden kann. Im Idealfall würde ein fein vernebeltes Medikament die Hürde Stimmritze überwinden und durch die Luftröhre bis in die feinen Verzweigungen von Bronchialbaum und Lunge vordringen. Der Negativfall: die Partikel, weil zu groß, bleiben sozusagen in der Kehle stecken. Unberührt dagegen bleibt das Ziel, nämlich die Lunge. Um eben jenes Ziel zu erreichen, wählten die Hersteller unterschiedliche Gerätekonzepte. Konzept 1. Druckluft aus einem Kompressor zerstäubt den heilenden Saft durch eine feine Düse. Konzept 2. Aerosolerzeugung durch 2 Düsen und Wasserdampf aus einem Behälter mit kochendem Wasser. Konzept 3. Verdampfung des Wassers in einem halboffenen Verdampfungsgefäß, in dem das Becherchen mit dem Medikament aufgeheizt wird. Konzept 4. Ultraschallschwingungen. Sie entstehen zum Beispiel in solchen, einem Telefonhörer ähnlichen Apparaten. Das Prinzip: in das Fläschchen mit dem Medikament eingebracht, saugt sich ein Docht voll, aus dem durch unmittelbaren Kontakt mit der Ultraschallquelle das Medikament vernebelt wird. Testergebnis in Sachen Sicherheit: sehr gut. Dazu das Werbeversprechen: inhalieren mit der Natur im Bunde und zur Krankheitsbehandlung verordnet der Arzt die Präparate. Na also, allein, wo landen sie, die Medikamente? Der Test offenbart es. Jeweils 2 Minuten lang wurde ein ganz leicht radioaktives Mittel inhaliert, sozusagen als imitiertes Medikament, und unter dieser Spezialkamera wird es sichtbar auf seinem Weg in die Atmungsorgane des Patienten. Die hellen Punkte sind das Medikament. Es schlug sich im Mund- und Rachenraum nieder, behandelt also nur die oberen Luftwege. Die zu großen Tröpfchen können kaum in die Lunge eindringen. Ob da die anderen Konzepte besser abschneiden? Da wären diese 4 einfachen Verdampfer und 2 dampfgetriebene Düsenvernebler. Zunächst die Severin-Gesichtssauna mit 65 Mark, konkurrenzlos billig im Test. Die 2 Minuten Inhalierzeit sind vorbei. Mal sehen, was die Spezialkamera uns zeigt. Nichts, absolut gar nichts. Was da so ganz vereinzelt flimmert, das ist die natürliche, stets vorhandene Radioaktivität. Fazit: hier wurde Wasserdampf inhaliert. Naja, für 65 Mark, und die anderen sind nicht viel teurer, aber genauso wirkungslos. Bleibt die Druckluftmethode mit Preisen von 300 bis 600 Mark. Und die Leistung? Trotz teilweise brauchbarer Aerosolproduktion mussten diese 3 sich mit mangelhaft abfinden. Es hapert an der Sicherheit.
Hier ist der Schutz gegen elektrische Schläge unzureichend. Stromführende Teile unter dem Gehäuse liegen blank. 213 Volt. Dort erwiesen sich Zugentlastung sowie Schutzleiteranschluss als mangelhaft. Und auch das dürfte der Gesundheit wenig zuträglich sein, doch wohl dem, der damit handelt. Der Lichtblick: außer den 8 mangelhaften Gesundheitshelfern gab es diese 3 positiven Ausnahmen. Technische Sicherheit und medizinische Wirkung gut. Und das bringt der hier schon für 340 Mark. Die Tests mit den sichtbar werdenden Partikeln brachten Ergebnisse, die den klinischen Geräten kaum nachstehen. Beispiel Pari-Inhalierboy. Das fein vernebelte Aerosol überwand die Stimmritze, passierte den Kehldeckel und drang bis in die Lungenflügel vor. Die therapeutische Wirkung ist damit sicher. Bedauerlich, nur diese 3 von 14 getesteten Geräten erwiesen sich als gut. Fazit: Die meisten Inhaliergeräte sind ihr Geld nicht wert, auch wenn sie nur in Apotheken oder im medizinischen Fachhandel erhältlich sind. Und Apotheker wie Ärzte werden stark beworben, zum Beispiel so: Ein kompliziertes System, gemeint sind die Atmungsorgane, verlangt Vorsorge, und systematisches Vorbeugen gegen Erkrankungen der Atmungsorgane ist von größter Bedeutung. Fachmediziner aber meinen, Inhaliergeräte nicht vorbeugend benutzen. Ein gesundes Bronchialsystem arbeitet ohne Unterstützung optimal. Wenn's Inhalieren wirklich nötig ist, zum Beispiel bei Bronchitis, wird Ihr Arzt Ihnen das schon sagen. Für die kleine Erkältung aber ist die hausgemachte Kopfsauna nach Omas Art immer noch die beste Methode. Und darüber hinaus etwas zum Gurgeln, Lutschtabletten oder Nasentropfen aus der Apotheke. Im Hause Siemens ist man übrigens schwer entsetzt, dass die Stiftung Warentest die beiden 200 und 250 Mark teuren Ultraschallgeräte von Siemens Bosch als sehr mangelhaft beurteilt hat, wo doch immerhin die oberen Luftwege und die Nebenhöhlen vom Aerosol erreicht werden. Nun, so weit reicht, wie gesagt, auch schon Omas billige, selbstgemachte Kopfsauna. Außerdem bemängelt Stiftung Warentest wohl zu Recht, dass in alten wie in neuen Prospekten des Siemens-Konzerns immer noch Wirkung bei Bronchitis versprochen wird, was nun mal nicht stimmt. Traurig außerdem, dass beim Siemens-Konzern, der schließlich auch zahlreiche medizinische Geräte mit Sachverstand herstellt, sowas aus der Hausgeräteabteilung kommt. Im Juni-Testheft kann man's nachlesen. Von 14 Geräten schnitten nur diese 3 Geräte gut ab. Die anderen alle mangelhaft oder sehr mangelhaft. Auch bei den 3 guten muss übrigens strengstens auf Hygiene geachtet werden. Also vor der Benutzung Hände waschen, möglichst desinfizieren. Medikamentenreste nie wieder verwenden. Nach dem Inhalieren Mundstück, Zwischenstück und Medikamentenbehälter gründlich reinigen, wenn möglich auskochen. Nebenbei, auch bei manchen Gebrauchsanweisungen und bei der Handhabung gab es einiges zu bemängeln. Wer da noch keinen Asthmaanfall hat, dem kann bei der Fummelei schon die Luft vor Wut wegbleiben. Um unbrauchbare Gebrauchsanleitungen geht es auch im nächsten Beitrag. In unserer Februarsendung hatten wir die Zuschauer aufgerufen, uns bei der Suche zu helfen. Für die 10 unserer Meinung nach albernsten, unverständlichsten, funktionsunfähigsten oder gefährlichsten Gebrauchsanleitungen versprachen wir den Einsendern 100 Mark. Obwohl kritische Verbraucher solche Anleitungen inzwischen offenbar meist sofort reklamieren und beim Händler Ersatz fordern, bekamen wir immer noch 170 Fälle zusammen. Viele wurden uns doppelt und dreifach, ja sogar 10- und 13-fach geschickt und wir mussten das Los entscheiden lassen. Das zum Beispiel bekamen wir von mehreren Kindern zugeschickt, den klebrigen, ekligen Tintenfisch, der sich an glatten Flächen abwärts hangelt. Text der Gebrauchsanleitung: Nach vieles Mal gespielt, wiegte Oberfläche zu viel Schmutz halten und verloren die Kleberigkeit. Waschen Sohle bitte mit Seife. Magische Tintenfisch wird die Funktion
bedecken. Ernster das Problem bei diesem Digitalwecker mit Musik. Text: Zeiger auswählbar durch des Eigentümers Operation. Drückt auf den Knopf Set, um die gespalte Zeit zu fassen, wenn die stille Uhr läuft innerlich. Selbst da, wo man die Programmierungsreihenfolge versteht, kommt man oft nur zu Zufallsergebnissen. Wahrscheinlich sind bei der Übersetzung der Anleitung auch einige Programmierschritte verloren gegangen. Die Uhr ist so nicht verwendbar. Streng genommen keine Gebrauchsanleitung ist dieses 1970 erschienene Buch, aber immerhin eine Anleitung zum Pilzesuchen. Leider wurden auf Seite 48 die Texte verwechselt. Unten die essbare Ziegenlippe mit dem ungenießbaren Struppelkopf und schlimmer noch oben der essbare Steinpelz mit dem giftigen, netzstieligen Hexenpilz. Der Delphin Verlag tauscht dieses alte Buch kostenlos. Wenn Sie also noch eins im Bücherschrank haben, schicken Sie es an die Adresse Reichenbachstraße 3, 8000, München 5. Sie bekommen dann den 1982 neu erschienenen Titel Pilze als Ersatz. Auch andere Firmen zeigten sich auf unsere Anfrage hin plötzlich überraschend kulant oder sorgten für umgehende Änderungen miserabler Anleitungen. Dabei dürften die Mängel in einigen Betrieben seit Jahren bekannt gewesen sein. Wenn die Lufthansa ein Flugzeug kauft, dann gehört dazu natürlich mehr als nur eine Gebrauchsanweisung. Nämlich das Training der Piloten, der Flugingenieure und auch des Bodenpersonals. So dick ist die Gebrauchsanweisung für die gut ausgebildeten Flugfachleute. Und das alles ist im Kaufpreis enthalten. In der Welt der Haushaltsgeräte ist es anscheinend umgekehrt. Je geringer das Fachwissen der Benutzer, desto dürftiger ist die Gebrauchsanweisung. Wie sehr schlechte Gebrauchsanweisungen dem Produkt schaden können, zeigt das Beispiel der Diktiergeräte. Sie stehen oft jahrelang ungenutzt im Schrank, weil die Gebrauchsanweisungen häufig zu kompliziert sind. So verschleißen die Geräte nicht, also werden auch keine neuen gekauft. Hast du viel zu tun? Und da sie selten benutzt werden, werden auch nur negative Erfahrungen weitergegeben. Mensch, ihr habt die Diktiergeräte. Ja, kannst du vergessen, die werden kaum benutzt. Wieso denn nicht? Ja, so kommt man auf keinen Neid. Gebrauchsanweisungen sind genauso wichtig wie das Produkt, und zwar für den Verbraucher und für den Hersteller, gerade im Trend mit verschärfter Produkthaftung. Im Maschinenschutzgesetz kann man es in § 3 Absatz 3 nachlesen. Müssen zur Verhütung von Gefahren bestimmte Regeln bei der Verwendung, Ergänzung oder Instandhaltung eines technischen Arbeitsmittels beachtet werden, so ist eine entsprechende Gebrauchsanweisung beim Inverkehrbringen mitzuliefern. Noch ein paar Beispiele aus dem Kundenverwirrspiel. Bei diesem Grillautomaten soll man auf keinen Fall die Wände mit der selbstreinigenden Beschichtung berühren. Doch daneben wird man, trotz angeblicher Selbstreinigung angewiesen, Flecken mit einem nassen Schwamm abzuwischen, also doch berühren. Dieses Dampfbügeleisen braucht enthärtetes Wasser. Dazu nimmt man destilliertes Wasser oder benutzt einen besonderen Filter. Der Hersteller meint, kalkhaltiges Leitungswasser lässt sich durch Abkochen weitgehend entkalken. Und das ist richtig, aber dann kann man sich seinen Schüttelfilter doch wohl schenken. Beim Braunentsafter soll man prüfen, ob die Spülmaschine zum Reinigen von Kunststoff geeignet ist. Nur, warum verrät Braun nicht gleich, ob sein Kunststoff spülmaschinenfest ist? In dieser Gebrauchsanweisung für eine musikalische Türglocke stimmt die Schaltung nicht. Wer die Glocke nach dieser technischen Zeichnung mit 2 Klingelknöpfen installiert, macht das Gerät garantiert kaputt. Nun ist es hin. Errata heißt nicht erraten, sondern Irrtum oder Fehler. Philips hat den Fehler inzwischen auch erkannt und liefert neuerdings eine korrigierte Schaltung auf diesem Beipackzettel. Vorsicht, diese Flasche wird vielleicht vom Flughafen geleckt, steht auf der Gebrauchsanweisung dieser Thermoskanne Marke Airpot mit Pumpen für Tee und Kaffee. Wir haben sie am Flughafen aufgestellt und einfach mal gewartet. Es passierte nichts. Der Flughafen hat sie nicht geleckt.
Das Einzige, was hier bei unserem Test am Flughafen sichtbar geleckt wurde, war ein Softeis. Dieser Phasenprüfer mit Sicherheitszeichen hat eine Gebrauchsanweisung, die ihn schon wieder unsicher macht. Die Schrift ist so winzig, dass sie nur mit Hilfe hochwertiger Vergrößerungsoptiken lesbar wird. Dieses ist ein Tumbler, ein Wäschetrockner. Wir trocknen darin eine Daunenjacke. Sie werden sich fragen, was soll der Tennisschuh in der Trockenmaschine? Wir wissen es auch nicht. Wir sind allerdings streng nach der englischen Gebrauchsanweisung verfahren, die vorschreibt, dass man bei niedrigster Temperatur trocknen soll, mit einem sauberen Tennisschuh. Dieser Wagenheber funktioniert nicht, also muss man in der Gebrauchsanweisung nachlesen, woran es liegen kann. Aha, da steht, überprüfen Sie, dass die Ventilschraube, und dann fehlt da die Nummer und Zeichnung. Hat der Drucker wohl vergessen. Nur noch dieses. Wer seinen Wagenheber nicht wegwerfen will, muss sich beim Hersteller eine zweite Gebrauchsanweisung besorgen. Jetzt mit Nummer für die Ventilschraube. Und mit Zeichnung, damit er die Ventilschraube auch findet. Ein hervorragendes, billiges Fernsehgerät schwarz-weiß aus Korea. Es hat eine bemerkenswerte Gebrauchsanleitung. Sein Gehäuse hat starke Widerdruck, starke plastische Kasse. Aha. Wie aber nun die Streifen auf dem Bild wegbekommen? Lässt sich das Bild miteinander verbunden oder bewegt nach ober und unter? Nee, das ist es nicht. Ach ja, da unten steht's. Wenn das Bild abgeweicht oder umgekehrt ist oder auf dem Vorhang erscheint, eine schräge Reihe des Bilds, wird der Horizonthaltung-Regler eingestellt. Und dieser Regler ist dazu da, unstabilisierten Bild horizontali zu korrigieren. Alles klar. Wer nach diesem Text auch noch den richtigen Knopf findet, für den ist das alles ganz einfach. Dieser scheppernde Rollladenkasten soll schallgedämmt werden. Dafür hat sich der Hausbesitzer ein Paket Rollladenkasten-Dämmmaterial gekauft. Es gibt auch einen Verarbeitungshinweis auf der Rückseite der Reklame, die ist aber leider fest auf die Verpackung geklebt. Sowas aber auch. Inzwischen hat das aber auch der Hersteller gemerkt und nutzt nun seine Verpackungswerbefläche auch für einen Verarbeitungshinweis. Spitze an Information, diese Skateboard-Anleitung in Englisch. Seite 1, Werbung für zuckerloses Kaugummi. Seite 2, ein Preisausschreiben. Seite 3, Abonnement für die Zeitschrift Skateboard Welt. Seite 4, und so sieht sie aus. Seite 5, wie fährt der Skater sicher? Tipps für den Fahrer. Sollte das die ganze Gebrauchsanweisung sein? Seite 6, wieder eine Zeitschrift. Seite 7, Mitglied bei den Professionellen, leider nur in der Amateurdivision. Für $4 pro Jahr, sitzt in Beverly Hills, Kalifornien. Na, wenn das nichts ist. Diese Gebrauchsanweisung stimmt, dennoch ist es eine Zumutung, sie in Englisch anzubieten. Den Kaffee zuzubereiten könnte nämlich wirklich Spaß machen. Nur verstehen längst nicht alle Kaffeefreunde Englisch. Aber wer Pleatsch ist, kocht mit Dolmetscher oder schreibt an den Hersteller. Dann bekommt er auch eine Anleitung in Deutsch. Und der Kaffee schmeckt deutsch so gut wie Englisch. Noch komplizierter wird es, wenn die Gebrauchsanleitung in einer Sprache abgefasst ist, die sich an unseren Schulen noch nicht durchgesetzt hat. Hier eine in Tschechisch für eine Glaskaffeekanne. Hier eine in Chinesisch, oder sollte es Japanisch sein? Gut, dass bei der Rechenmaschine wenigstens die Zahlen international einheitlich und so verständlich sind. Völlig unverständlich, aber ungeheuer komisch fanden wir diese Gebrauchsanweisung für eine italienische Orgel. Ja, dann lies mal vor, wie das denn nun ging. Verbieten es das Pedal, dem Umfang auf Kontakt unter dem Grundsorgel kontrollieren, dass die Lamelle
von Metall auf Kontakt sich nach euch drehen. Zusammenzukriegen. Ja. Wollen wir sehen, wie das geht hier. Da. Lehnen es Orgel auf dem Möbel und einfügen es die zweite geregneten Fixiermittelplatte und schießen die zweite Schraube. Ja, das habe ich gemacht. So, die Schraube hier, die fest. Dann kommt nämlich jetzt dieses. So. Und dann wollen wir das Ding mal aufrichten. Beginnen es das Pedal vom Fachausdruck in die geeignete Aushöhlung und es verbindet nach Kontakt auf Grundsorgel. Wir versuchen das mal so. So, haben wir noch zwei Schrauben. So, was fest, ne? Befestigen das Pult auf die zweiten geregneten Löcher. Das sind drei. So, geschafft. Geschafft, aber nur mit Hilfe eines fachkundigen Requisiteurs. Wenn Sie dann Orgel spielen wollen, dann beachten Sie besonders den Punkt stark. Dort steht, es ist eine Wirkung als glänzend auf Außerweltklagen zu geben. Das Niveau den Klag ist geregelt von dem Ärmelaufschlag nur Umfang, das Walten als es auch von allgemeinem Umfang. Der deutsche Händler hat das natürlich inzwischen gemerkt und verschickt mit der verständlichen Rechnung auch verständliche Gebrauchsanweisungen. Die Auswahl fiel uns schwer, aber hier sind sie nun. Die Gewinner, die uns die eben gezeigten Gebrauchsanleitungen geschickt haben und denen wir je 100 Mark überweisen werden. In einigen Fällen musste, wie gesagt, leider das Los entscheiden, weil die gleiche Anleitung von mehreren Einsendern kam. Insgesamt haben wir aber nicht nur 10, sondern 13 Zuschauervorschläge vorgestellt, also gibt es auch 13 Gewinner. Ihnen möchte ich unseren Glückwunsch sagen und wie allen anderen auch, herzlichen Dank für die Unterstützung bei unserer Arbeit. Doch wie lässt sich nun der Ärger mit Gebrauchsanweisungen beseitigen? Vielleicht wird die zunehmende Zahl von Seminaren für Industrie und Importeure dazu führen, dass Ingenieure endlich verständlicher schreiben und ihre Anleitungen auch mal mit Versuchspersonen durchtesten. Beim DIN gibt es auch schon die deutsche Übersetzung eines europäischen Normenentwurfs für Gebrauchsanleitungen. Zwar sind noch Änderungen zu erwarten, doch mit einer Anleitung nach diesen Regeln könnte sich manche Firma beim Verbraucher schon beliebt machen. Nur, was macht man heute, wenn man als Verbraucher mit einer schlechten Anleitung scheitert? Nun, da nach heutiger Auffassung die Gebrauchsanleitung fester Bestandteil eines Produkts ist, kann man, falls das Produkt nach Anleitung nicht richtig funktioniert, Ersatz fürs ganze Produkt fordern oder sein Geld zurückverlangen. Im Zweifel lassen Sie sich von der nächsten Verbraucherberatungsstelle informieren, ob und wie Sie am besten reklamieren. Das war's. Auf Wiedersehen am 20. August. Ja, liebe Zuschauer, ich hoffe und wünsche Ihnen, dass Sie aufgrund dieser Informationen nun so einige Tücken der Technik umgehen können. Und am kommenden Sonntag sehen Sie dann wieder den ARD-Ratgeber Reise, ebenfalls wieder vom Norddeutschen Rundfunk. Doch bleiben wir noch ein wenig bei der Technik, genauer bei der Fototechnik. Der Urlaub steht vor der Tür und manch einer kommt mit ganz aufregenden Urlaubsfotos zurück und möchte als engagierter Fotoamateur diese auch selbst entwickeln und vergrößern.
Unsere Sendereihe Technik als Hobby behandelt heute Farbe in der Dunkelkammer.